Hallo zusammen, wir machen heute wieder so ein leuchtendes Brett, das auf Berührung und auf Flüssigkeiten reagieren kann. So sieht die Rückseite aus. Neben der verbauten Elektronik ist auch eine Powerbank, die induktiv geladen werden kann. Etwas Ähnliches habe ich schon mal gepostet, nur in dieser Wabenstruktur. Der Vollständigkeit halber zeige ich den kompletten Prozess nochmal. Und jetzt etwas Werbung in eigener Sache. Solltet ihr das Ganze nachbauen wollen, könnt ihr die komplette Fusion-Datei auf Etsy kaufen. Damit erspart ihr euch sehr viel Arbeit und unterstützt mich etwas. Angeboten wird auch der komplette E-Satz, der für beide Designvarianten, Sechseck oben und Wave unten, identisch ist. Wie der E-Satz zu verbauen ist, könnt ihr hier in diesem Video sehen. Allerdings sei erwähnt, dass ihr Fachkenntnisse benötigt, sowie spezielle Werkzeuge, zum Beispiel einen Lötkolben. Genug erzählt, nun wollen wir starten. Zum Einsatz kommt ein 25 mm starkes Eichebrett. Da es über ein Vakuum gehalten wird, muss ich vorher so eine Dichtschnur einsetzen. Das erste Werkzeug, ein 8 mm Schubfräser. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Als nächstes wird X, Y und Z definiert und dann kann es auch schon losgehen. Die erste Operation, die Tasche für das Epoxy, ist fertig und so sieht das Ganze aus. Es folgt die erste Epoxyschicht. Bei langsamer Drehzahl wird das Epoxy angerührt. Die Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung. Mit der ersten Schicht müssen die Wände versiegelt werden. Das macht man am besten mit so einem Pinsel. Zu sehen ist auch eine Schalung aus Panzertape. Auch die muss mit dem Epoxy versiegelt werden. Auf die Funktion komme ich später. Zwei Tage später, das Epoxy ist ausgehärtet. Rein informativ möchte ich euch die Stärke vom farbigen Epoxy zeigen. Die beträgt 12 bis 13 mm. Ich empfehle jedem, eure Arbeitsfläche mit einer Folie zu schützen und hier kann man sehen wieso. Durch die Astlöcher ist das glase Epoxy ausgetreten und das hätte sich mit der Werkbank verbunden. Mit diesen gelben Dreiecken baue ich mir eine Dreipunktaufnahme, damit lässt sich das Brett perfekt ausrichten. Machen wir weiter mit der zweiten, farbigen Deckschicht. Auch hier findet ihr wieder die Mengenangaben vom Epoxy und der Farbtropfen in der Videobeschreibung. Mit der Vakuumpumpe der CNC werden dann die Luftblasen entzogen. Es ist immer wieder faszinierend, wie das aussieht. Die Mischung konnte etwas ruhen und sieht nun so aus. Das Brett ist ausgerichtet, also rein damit. Ich mache immer etwas mehr von dem Epoxy. Es ist leichter, das Epoxy abzutragen, als später das ganze Brett zu planen
und genau das soll die Schalung verhindern, ein Austreten vom Epoxy. Das Epoxy ist ausgehärtet und nun können wir auch die Schalung entfernen. Hier können wir diesen leichten Überstand sehen. Diesen Überstand wollen wir mit diesem Planfräser entfernen. Es muss wieder X, Y, Z definiert werden und dann kann es auch schon losgehen. Das Planen sollte man nicht zu schnell machen, sonst reißt das Epoxy und erzeugt ganz kleine Löcher. Deswegen könnt ihr mal hier die echte Geschwindigkeit sehen. So sieht das Brett fertig aus. Hier ist die Akkutasche. Bei der Bearbeitung der Rückseite müssen wir genau darauf achten, dass sie in diese Richtung zeigt. Hier kann man sehen, wie ich Z0 definiere, und das ist das zweite Werkzeug. Wieder ein 8 mm Schubfräser, allerdings mit einer etwas kürzeren Schneide. Nach der ersten Tasche für das Plexiglas wird eine kleine Hilfskontur gefräst. Hier sollte man das Programm stoppen und schauen, ob die Abstände alle symmetrisch zueinander sind. Falls nicht, kann man am Nullpunkt jetzt noch Korrekturen vornehmen. Für das Video und um zu sehen, wie sich der Fräser durch das Material arbeitet, habe ich mal den Absaugschuh entfernt. Ich muss zugeben, ich bin begeistert. Der Fräser arbeitet sich mühelos durch das Material. Und weil ich die Werkstatt nicht weiter einstauben möchte, kommt der Absaugschuh wieder drauf. Die einzelnen Felder sind fertig und nun machen wir weiter mit den Bohrungen für die Einschraubmuttern. Der Abstand zwischen der Sensorfläche und dem Holz darf nicht zu groß sein. Deswegen definieren wir Z0 auf dem Maschinentisch und lassen die Tasche für die Platine nochmal abfahren. Damit garantieren wir ein fixes Maß zwischen der Platine und dem Holz. So sieht das Ganze fertig aus und jetzt gehen wir in die Nacharbeit. Zuerst werden mit so einer Nylonbürste alle Späne entfernt und die Kante ganz leicht gebrochen.
Nachdem das getan wurde, wird mit der Oberfräse eine leichte Rundung gemacht. Und natürlich muss das Brett noch geschliffen werden. Danach bohren wir das Loch für den Taster. Allerdings ist mir hier ein Fehler unterlaufen, aber dazu später mehr bei der Elektronik. Nun ölen wir das Brett. Wir starten auf der Unterseite. Es ist ganz wichtig, beide Seiten zu ölen, damit sich das Brett nicht verzieht. Die Unterseite ist fertig und nun machen wir weiter mit der Oberseite. Ich bin vom Ergebnis absolut beeindruckt. Diese Maserung vom Holz in Kombination mit dem Epoxy, ich finde es sehr, sehr schön. Wir machen weiter mit dem Plexiglas. Zum Einsatz kommt ein 6 mm Einschneider. Die Schutzfolie wird entfernt und dann kann es auch schon losgehen. Nachdem die Kontur gefräst wurde, kommt die Tasche für den Akku, der leider nicht ganz ins Holz passt. Das spiegelverkehrte Namenslogo darf natürlich auch nicht fehlen. Auch beim Plexiglas haben wir etwas Nacharbeit. Der Boden ist so dünn, dass er einfach mit einem Cutter entfernt werden kann. Anschließend müssen die Löcher auf 6,5 mm auf- bzw. durchgebohrt werden. Nun kann die Schutzfolie entfernt werden. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es sieht wirklich toll aus. Mit so einem Entgrader-Werkzeug kann die Kante ganz leicht gebrochen werden. Im Video jetzt leider etwas schwer zu sehen. Abschließend wird noch die Bohrung gesenkt. Allerdings nur die Löcher, die zum Befestigen benötigt werden. Und natürlich nur so weit, bis die Schraube bündig ist. Kommen wir zur Elektronik. So sieht das gute Stück aus. Die Vorderseite und die Rückseite. Die Plexiglasscheibe brauchen wir vorerst nicht und tun sie weg. Hier können wir sehen, was wir alles benötigen. Etwas Werkzeug, die Powerbank mit der Induktionsspule, einen Taster und einen Widerstand, ein paar Schrauben und natürlich die LEDs mit der Sensorplatine. Wir starten mit diesen Einschraubmuttern. Dazu werden sie am besten auf so eine Ratsche geklemmt. Und dann müssen sie möglichst gerade eingeschraubt werden. Sobald ihr einen Widerstand merkt, müsst ihr sofort aufhören. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Und deswegen machen wir weiter mit den Füßen der Plexiglasscheibe. Die gefräste Akkutasche muss nach unten zeigen, das ist ganz wichtig. Nun nehmen wir so eine M4-Schraube und stecken sie durch so einen Fuß. Stecken sie durch die Plexiglasscheibe und kontern mit einer Unterlegscheibe und der passenden Mutter. Nun wird das Ganze noch angezogen.
So sieht's aus, wenn alle 4 Füße montiert sind. Machen wir weiter mit der Powerbank. Die muss als allererstes ausgepackt werden. Das mitgelieferte USB-Kabel wird exakt in der Mitte durchgetrennt. Wir benötigen nur die USB-A-Seite, das ist der dicke Stecker. Und hier wird abgemantelt, so nah am Stecker wie nur irgendwie möglich. Abschließend wird auch die grün-weiße Leitung abgeschnitten. Wir legen die Powerbank auf die Seite und machen weiter mit den Verbindungsbrücken der Platine. Wir stecken so eine Brücke in die Platine und müssen die Ader, die zur Platinenmitte zeigt, abtrennen. Bei mir ist es violett, die Farbe kann aber leicht variieren. Das war das erste und nun wird es bei allen anderen auch gemacht. Nur bei einer Brücke wird der Stecker komplett abgeschnitten. Das wird die Zuleitung zu dem ersten Modul. Leider ist mir bei dieser Version ein Fehler unterlaufen. Die Zuleitung ist nicht lang genug, um bis zu dem Taster zu kommen. Der Taster wurde an diese Stelle geplant, damit es nicht im Konflikt mit dem Stecker ist. Das kann aber ganz leicht behoben werden, indem man die Powerbank einfach so dreht. Und schon passt die Zuleitung bis zum Taster. Dieser Designfehler wurde bei den zukünftigen Versionen natürlich schon berücksichtigt. Wie man hier sieht, hat sich schon einiges getan. Aber keine Sorge, die letzten 2 Felder, wie auch den Taster, machen wir gemeinsam. Jedes Feld ist autark und hat seine eigene Platine. Hier kann man die Sensorfläche sehen. Das ist ganz wichtig, dass diese Fläche fest ans Holz angedrückt wird. Selbst ein kleiner Abstand wirkt sich ganz extrem auf die Empfindlichkeit aus. Nun wird die Platine noch eingeklebt. Ich mache das aus 2 Perspektiven, da meine Hand manchmal im Weg ist. Weiter mit der LED. Als erstes wird die Schutzfolie weggemacht. Aber eins vorweg, das doppelseitige Klebeband hat auf dem stark geölten Brett keine Haltekraft. Deswegen muss mit den Fingern gut angedrückt werden. Hier kann man sehen, wie ich das mache. Ich arbeite immer an 2 bis 3 Feldern gleichzeitig. So gebe ich dem Heißkleber etwas Zeit abzukühlen. Und hier ein paar Nahaufnahmen. Wir schnappen uns eine Brücke und markieren uns die Mitte mit einem Knick. Danach wird in der Nut von Epoxy ein kleiner Klebetropfen gesetzt und die Mitte der Leitung darauf platziert. Nachdem der Tropfen gehärtet ist, kann der Leitungsüberstand in beide Richtungen gleichmäßig verteilt werden. Dabei gibt es nichts zu beachten. Hauptsache, es steht nicht höher als das Holz. Die Felder sind soweit fertig und nun nehmen wir uns die Anschlussleitung vom ersten Modul. Mit den Vago-Klemmen wird das Ganze provisorisch mit dem USB-Stecker verbunden. So können wir unseren ersten Funktionstest durchführen.
Das Besondere, man kann den Stecker in jede Platine stecken, somit kann man einen eventuellen Fehler schön lokalisieren. Die einzelnen Felder funktionieren einwandfrei, deswegen wollen wir jetzt den Taster fest verdrahten. Hier im Video ist es etwas schwer zu sehen, deswegen zeige ich das hier auf dieser Skizze. Der Taster hat 4 Kontakte, 2 davon sind mit einem Plus und einem Minus gekennzeichnet. Das ist die Betriebsspannung der LED. Darauf sollte man achten, ansonsten muss man das wie auf der Skizze verdrahten. Im Schnelldurchlauf möchte ich euch trotzdem zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Es ist fertig verdrahtet und bevor wir es einkleben, noch ein kleiner Funktionstest. Die LED leuchtet blau und die Module funktionieren einwandfrei. Solange die Heißklebepistole hochfährt, können wir schon mal den Widerstand einlöten. Es ist nämlich so, dass die einzelnen Module so wenig Strom verbrauchen, dass die Powerbank keine Last erkennt und deswegen ausgeht. Mit diesem Widerstand erhöhen wir einfach den Standby-Strom. So geht die Powerbank nicht aus. Hier im Video etwas schwer zu erkennen, deswegen oben links ein Foto, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Die Heißklebepistole ist bereit und nun wird alles festgeklebt. Auch hier gibt es eigentlich nichts zu beachten. Die Leitungen werden einfach nur schön verlegt, so dass sie nicht im Weg stehen. Dieser Schritt hier ist ganz wichtig. Mit einer Feile, einem Schaber oder ähnlichem müssen die ganzen Heißkleberückstände entfernt werden. Das machen wir, damit die Plexiglasscheibe sauber aufliegen kann. Wir kommen dem Ende immer näher. Wir packen hier diese Induktionsspule aus. Und verbinden die mit der Powerbank. Mit ein paar Klebepunkte wird das Ganze noch fixiert. Und schon kann man die Powerbank induktiv laden. Und zu guter Letzt verschrauben wir auch noch die Plexiglasscheibe. Hier reicht es völlig aus, wenn man die Schrauben nur ganz leicht anlegt. Deswegen sollte man nie die kurze Seite von einem Imbusschlüssel nutzen. Hier ist die Induktionsspule und das ist der Sender. Beim Auflegen des Senders, bzw. wenn man das Brett auf den Sender legt, geht es automatisch aus und wird geladen. Sobald man das Brett von der Induktionsspule wegnimmt, schaltet es sich automatisch wieder ein und ist wieder funktionsbereit. Zu guter Letzt möchte ich noch zeigen, wie lang so ein Feld bei Berührung leuchtet. 19:14 Uhr legen wir etwas auf und können sehen, dass es 19:19 Uhr ausgeht, also runde 5 Minuten. Auch auf die Frage, wie lange so eine Powerbank hält, möchte ich in diesem Video beantworten. In diesem Versuchsaufbau werden alle Module immer wieder betätigt und dann hält der Akku unglaubliche 6 Stunden. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte auch den einen oder anderen zum Nachmachen animieren. Und die wichtigste Frage ist natürlich, welches Design gefällt euch besser? Schreibt es mal in die Kommentare. Die geschwungenen Linien oder die Waben? Und natürlich, wenn ihr noch Fragen habt, immer gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.